Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ihr seht schon, ich fange hier an mit Malen. Ich werde heute auch gar nicht viel erzählen dazu, ganz kurz. Ich arbeite auf einem Papier von Hannemühle aus der Watercolor Selection. Das ist das erste Blatt, welches dort aufgelistet ist. Ein 300 Gramm kaltgepresstes Papier und das ist mein absolutes Lieblingspapier. Also das kann ich jedem von euch nur ans Herz legen. Wer wirklich ein gutes Aquarellpapier haben möchte, das wäre es. So, dann habe ich hier ein gelbes Klebeband benutzt. Dazu werde ich am Ende des Videos noch ein bisschen was erzählen. Auch das ist das beste Klebeband, was es gibt. Und ansonsten arbeite ich hier mit den Farben von Victoria von VH Aquarell. Ich verlinke euch sämtliche Sachen, die ich hier nutze, unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne rein und ja, habt viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachmachen und selber kreativ sein. Bis später! Mein Grundwerk ist jetzt getrocknet, die erste Schicht Farbe, und jetzt fange ich an, nochmal mit den gleichen Farben, mit denen ich das Feld gestaltet habe, ein paar Punkte zu setzen. Nicht in alle Felder, nur in vereinzelte, und
das macht nachher einen sehr schönen Eindruck. Große Punkte, ihr könntet auch ganz kleine Stüpperchen machen, ihr könntet Kringel machen, wie euch das natürlich gefällt. Und wie gesagt, ich bleibe hier in den Farbton und nutze den gleichen Farbton, mit dem die Grundfläche gestaltet ist, um hier diese Punkte zu setzen. Im letzten Schritt setze ich nun ein paar Verzierungen noch auf ein paar Stellen, nicht in jedes Feld, tatsächlich nur ganz dezent. Hier nutze ich den weißen Uniball Signo und nachher kommt noch ein bisschen Gold ins Spiel. Da fehlte natürlich noch ein bisschen Glitzer, das Gold macht es gleich ein bisschen edler. Nochmal der Hinweis, sollten eure Uniball Signos nicht so malen wollen, wie ihr das wollt. Es ist wichtig, sie nicht so fest aufzudrücken. Die müssen ganz sanft übers Papier gleiten. Ihr seht das auch bei mir. Kommt nicht immer Farbe raus, liegt aber auch daran, dass ich hier teilweise granulierende Farben benutzt habe. Und das setzt sich natürlich in so einem Stift auch mal ab. Einfach mit dem Stift über ein weiches Tuch, dann ist das wieder frei, die Mine, und malt wieder. Und ja, funktioniert dann wieder ganz gut. Ich bleibe hier ganz bewusst nur in ein paar ganz wenigen Mustern. Das heißt Striche, Punkte, Kreise, nichts weiter. Ne? So ein paar gewellte Linien, aber ich fange jetzt nicht noch an und haue da große Muster rein. Das soll eher durch seine minimalistische Schlichtheit wirken später.
So, ihr Lieben, mein Werk ist fertig und ja, ich finde es ganz gelungen, ein schönes kleines Bildchen. Optimal momentan diese kleinen Flächen zu gestalten. Bei mir ist es extrem warm unterm Dach. Ich wohne in einem alten Fachwerkhaus und der Sommer hat ständig Tage über 30 Grad draußen und hier ist eine Hitze ohne Ende. Ich kann also keine großflächigen Sachen gestalten und dieses ist super optimal, auch mal für so ein Wetter, um überhaupt ein bisschen was machen zu können. Ne? Ja, dann möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, auf diese absolut geilen Klebekanten, also wirklich sehr schön und es ist teuer, aber ich kann es euch nur empfehlen. Das nennt sich Frog Tape. Das ist echt nicht billig. Ich mache manchmal auch schon, dass ich mir diesen Streifen hier durchschneide und dann halt nur so diese schmale Kante damit abklebe, weil das Zeug so wahnsinnig teuer ist. Aber es ist das Beste. Da ist irgendwie ein Stoff drauf, der beim Kontakt mit Wasser aufquillt und sofort das schließt, sodass überhaupt kein bisschen Farbe drunter läuft. Und das kann man hier wirklich super gut erkennen. Das sind ganz, ganz tolle Kanten. Ne? Ja, ansonsten habe ich hier mit den weißen Uniball Signo gearbeitet. Und die Farben sind von Victoria, von VH Aquarell. Ich verlinke sie euch unter dem Video. Nur eine Farbe habe ich nicht von Victoria genommen. Und zwar ist das diese granulierende hier. Das ist von Horadam ein Farbton. Das ist so ein Blau, was sich in ein bisschen braun und lila aufteilt. Der ist nicht von ihr, aber alle anderen Farben sind von Victoria. Schaut gerne mal vorbei auf ihre Seite, auf ihren Shop. Und die hat ganz tolle Farben, alles in Deutschland hergestellt. Mit Honig gebunden, nicht mit Gummi Arabicum. Und ja, guckt da gerne rein, ne? Und ja, und ansonsten hoffe ich doch, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.